Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um Overfitting und ja, wir fangen klein an. Also Overfitting kennt ihr hoffentlich. Das ist das, was euer Netz tut, wenn es eure Daten auswendig gelernt hat. Das heißt, hier oben diese Inputvektoren, ihr habt einfach nicht genug davon oder euer Netz ist so lange trainiert worden, dass es die Daten einfach auswendig kann und kann dann aber nicht mehr im echten Einsatz, also wenn es vorher ungesehene Daten bekommt, die vernünftig zuordnen, klassifizieren oder was auch immer ihr hier unten haben wollt mit diesen Output-Vektoren. Ja, das nennt sich Overfitting und woher kann das kommen? Das kann vor allem daher kommen, dass ihr zu wenig Daten habt oder vor allem auch, dass eure Struktur von eurem Netz falsch ist. Das heißt, ihr habt zum Beispiel hier dieses Hidden Neuron ist zu viel, das muss weg. Oder ihr habt zum Beispiel den Gewichtsvektor hier, der muss weg. Und solche Sachen kann man auch machen. Man kann zum Beispiel das Netz dazu bringen, die richtige Struktur anzunehmen. Und das wollen wir heute mal anfangen. Also wir haben mehrere Möglichkeiten. Wir können unser Netz erstmal groß aufbauen und trainieren und es danach kleiner machen, um zu verhindern, dass es auswendig lernt, weil es dann einfach nicht mehr genug Kapazitäten hat, um alles auswendig zu lernen. Oder aber wir bauen am Anfang ein sehr, sehr kleines Netz und vergrößern das nach und nach, bis es überhaupt mal in der Lage ist, unsere Daten einigermaßen zu können. Ja, in beiden Fällen brauchen wir sehr, sehr lange, aber macht nichts. Nehmen wir in Kauf, um dieses dämliche Overfitting loszuwerden. Okay, schauen wir uns mal die Formel an, die ich euch da habe. Und zwar, wir packen uns eine neue Error-Funktion aus. Wir sagen, okay, unsere neue Error-Funktion ist einfach unsere alte Error-Funktion, also quasi unser alter Error wird immer noch beibehalten, aber wir packen uns ein neuen kleinen Faktor nicht, sondern ein neues bisschen Gewicht zusätzlich drauf. Sozusagen, wir bestrafen unser Netz dafür, wenn es große Gewichte benutzt. Also große Gewichte werden bestraft und liefern einen höheren Fehler. Und deswegen soll unser Netz möglichst kleine Gewichte benutzen. Ja, sehr praktisch das Ganze. Er liefert wirklich sehr, sehr viel bessere Ergebnisse im Test. Ich habe keine Ahnung wieso, aber es funktioniert. Okay, was wir hier haben, ist erstmal so ein komisches Lambda. Das ist einfach ein Faktor. Den kann man so setzen, wie man ihn gerade braucht. Und dann summieren wir einfach auf, nämlich WIJ² durch 1 plus WIJ². Das hier ist auch die Formel für Weight Elimination. Wir berechnen hier sozusagen, also ihr könnt es zum Beispiel mal angucken, wenn euer Gewicht jetzt 0,3 ist, dann habt ihr hier 0,09 geteilt durch 1 plus 0,09. Das ist fast gar nichts, okay? Also ich meine, 0,09 geteilt durch irgendwas, was größer als 1 ist, ist nochmal kleiner. Da kommt quasi nichts bei raus. Aber wenn euer Gewicht zum Beispiel 5 ist, 5 durch 6 sind 5 Sechstel, ist schon mal einiges. Und je nachdem, wie groß euer Gewicht wird, oder halt, ja, 25 durch 26, um genau zu sein, weil wir das Ganze ja immer noch quadrieren. Aber wenn euer Gewicht dann irgendwie mal 100 ist, dann habt ihr hier, keine Ahnung, 10.000 durch 10.001, das ist fast 1. Und dann kommt ihr schon einiges auf den Fehler drauf. Je größer also euer Gewicht ist, desto schlimmer ist es, desto teurer wird das Ganze. Also euer Fehler wird größer, wenn ihr große Gewichte nehmt. Das Ganze ist, Achtung, Vorsicht, wenn ihr das Ganze wirklich benutzen wollt, es ist schlechter auf den Trainingsdaten. Also das heißt, euer Netz sieht nachher so aus, wenn ihr die Trainingsdaten trainiert, als wäre es nicht so gut. Aber wenn ihr es dann in der Praxis einsetzt, dann läuft es tatsächlich besser. Also auf den Testdaten ist es tatsächlich besser. Auf den Trainingsdaten langsamer und schlechter. Okay, und eine zweite Form davon, also das hier ist Weight Elimination, also Gewichtstötung sozusagen. Und das zweite wäre Weight Decay. Da passiert einfach Folgendes: Wir lassen den Bruch weg, wir machen nur das hier. Wir addieren einfach WIJ zum Quadrat auf. Dann ist der generelle Fehler von unserem Netz natürlich größer. Aber wir teilen einfach nicht mehr durch dieses 1 plus. So werden große Gewichte eigentlich noch stärker bestraft. Das heißt, ja, wir haben hier noch mehr Punishment für ganz große Gewichte. Okay, also ihr habt diese zwei Formen, ihr könnt einfach mal beide ausprobieren oder euch eine rauspicken, ist im Prinzip egal. Je nachdem, wie groß eure Gewichte werden sollen, ist natürlich die andere Variante sinnvoller, weil die größere Gewichte besser erlaubt. Die hier, wie gesagt, da werden nur sehr, sehr kleine Gewichte erlaubt. Also am besten ist hier ein Gewicht von 0, seht ihr ja. Selbst negative Gewichte werden jedes Mal bestraft, weil sie ja quadriert werden, dann werden sie wieder positiv. Okay, soviel zur Gewichtsbestrafung. Nächstes Mal geht es dann um Optimal Brain Damage. Ziemlich witziger Name und echt geiles Verfahren. Okay,
Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns. Bis dann. Ciao.